Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Heute bin ich im Tierpark und zwar im Currumbine Wildlife Sanctuary. Hier gibt es Koalas, Kängurus, Reptilien, alles mögliche, alle anderen Tiere. Und ich nehme euch heute einfach mal mit. Wir gehen mal ein bisschen das australische Wildlife ein bisschen beobachten. Ja, aber halt in einem Tierpark, das ist ein bisschen schade, weil man will natürlich eher so diese wilde Experience haben, aber ich sag mal, eine andere Möglichkeit habe ich jetzt auch nicht direkt. Wir schauen direkt mal hier bei den Koalas vorbei, die sind nämlich direkt am Eingang. Ich habe gerade ein Koala-Bild gemacht, auf jeden Fall super süßes Tier. Schon sehr special, mal einen Koala halten zu dürfen. Ich hoffe, das Bild ist auch was geworden. Die Pflegerin stand so ein bisschen im Weg, aber nichts, was Photoshop nicht lösen könnte. So, wir laufen jetzt hier mal ein bisschen durch den Park. Wir sind jetzt bei den Pelikanen. Hier ist halt sehr viel los heute. Ich versuche mal ein bisschen in einen ruhigeren Parkteil zu kommen. Wir sind jetzt hier im Dino-Park gelandet, aber sehr schön auch angelegt, der Park hier, muss ich einfach sagen. Komplett voller Palmen hier, überall dampft es, hier kommt der Wassernebel aus den Ecken. Das ist schon cool gemacht. Da kann man einfach nichts gegen sagen. So, ich bin hier gerade am Krankenhaus und das unterscheidet sich definitiv von einem normalen Zoo. Also hier kann man durch die Scheiben direkt bei einer Operation an den Tieren zuschauen und das finde ich persönlich eine sehr starke Sache, damit man auch einfach mal sieht, wie viel Arbeit es eigentlich ist, ja, Tiere aufzupäppeln, was das für ein Geld kostet, was das für ein medizinischer Aufwand ist. Also finde ich sehr stark. Das finde ich ja richtig cool. Wir sind hier im Wallabies-Gehege und können uns direkt die Tiere vom Namen anschauen. Hinter mir ist jetzt das Dingo-Gehege. Leider, wie das manchmal so ist bei Gehegen, die Tiere verstecken sich natürlich. Die haben ja auch keinen Bock, jeden Tag angeglotzt zu werden. Deswegen konnte ich da jetzt keinen sehen. Aber wir laufen hier jetzt einen sehr, sehr coolen Pfad lang, der ein bisschen oberhalb gelegen ist. Da zeige ich euch auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr. Das ist doch mal sau cool. Ich bin jetzt hier in den Kronen der Bäume relativ weit oben mit einem richtig tollen Ausblick. Also ein sehr, sehr schöner Park, kann ich jetzt schon sagen. Ich stehe jetzt hier am Koala-Krankenhaus und hier kommen die Koalas hin, die zum Beispiel eine Straße überqueren und angefahren werden oder generell sich verletzen. Hier werden auf jeden Fall die Koalas aufgepäppelt und sobald die dann wieder fit sind, werden die ausgesetzt. Hier sind wir jetzt im Wombat-Gehege. Ihr habt es gerade gesehen, die Wombats schlafen natürlich hier in ihren Höhlen. Da muss man ein bisschen ruhig und leise sein. Aber ja, die Gehege generell hier sind sehr, sehr schön angelegt. Also Tiere haben hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz. Hier gibt es zusätzlich noch zum Tierpark auch einen Kletterpark, den man mitnutzen kann. Also dafür gibt es dann natürlich nochmal ein einzelnes Ticket, aber ist ja eigentlich eine coole Idee, dann den Park noch so zu nutzen zusätzlich. So, jetzt bin ich hier im Kletterkänguru-Gehege. Ich wusste gar nicht, dass es Känguruarten gibt, die klettern können auf Steine und Hügel und sowas, aber da können wir gleich noch mal einen näheren Blick drauf werfen. Jetzt wollte ich hier gerade rausgehen. Jetzt ist hier ein Kollege vorm Eingang, den ich lieber erstmal meiden will. Oh, Jesus. Hier sind wir jetzt im Känguru-Gehege und hier darf man die Kängurus streicheln, wenn sie Bock haben. Ich will vorsichtig und liebevoll sein.
das Tier hier nicht unnötig stressen. Auch ein sehr, sehr cooles, schönes Fell. Oh. Wo geht's hin? Das ist eine coole Experience hier. Das sind sehr coole Tiere. Was eine tolle Experience hier, muss ich echt sagen. Das ist schon cool gemacht. Very soft, more soft than these ones. Very nice. You made a friend. Yeah, I think so. But I have nothing to eat for it. Okay, mir wurde jetzt erklärt, dass das hier eine andere Rasse ist. Mit einem viel weicheren Fell. Das andere Känguru, was ich gerade gestreichelt hatte, hatte ein raueres Fell. Aber die unterscheiden sich, glaube ich, nicht groß. Also die kommen wahrscheinlich aus verschiedenen Regionen von Australien. Aber an sich sind das wirklich tolle Tiere. Finde ich stark, dass man hier so streicheln darf, muss ich echt sagen. Look at how it walks. Can you bring it up? So, hier sind jetzt die Tiere, denen man besser nicht begegnet in der freien Wildbahn. Und zwar Spinnen, Schlangen und ja, getarnte Heuschrecken oder Gottesanbeterinnen, ich weiß nicht genau. Aber ihr seht davon gleich ein bisschen mehr. Also ich entspanne hier auf jeden Fall schon richtig gut. Es entschleunigt richtig. Der Park ist super schön angelegt. Ich laufe hier gefühlt durch den Dschungel. Das macht einfach Bock. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Und es ist nicht allzu langweilig. Ich versuche immer so ein bisschen nicht unbedingt Leute mit ins Bild raufzukriegen. Ja, weil ich will die nicht stören. Und ich finde auch im Video stört es ein bisschen. Deswegen, ja. Wir gehen jetzt mal in den anderen Parkteil. Jetzt bin ich mal im Vogelgehege hier und versuche mal die Vögel in den Bäumen hier zu spotten. Hier muss ich halt auch mal schimpfen mit unserer Menschheit. Was soll das? Warum lässt man seinen Müll hier? Guck mal, wir sind hier mitten im Gehege und weißt du, das macht man einfach nicht. So, ich habe jetzt hier den Müll, den die Leute einfach stehen lassen, mal weggeschmissen. Ich finde wirklich, das ist ein absolutes Unding. Das macht man nicht. Also wir Menschen sind auch einfach Arschlöcher manchmal. So, wie man unschwer erkennen kann, ich bin jetzt hier im richtigen Reptiliengehege und hier sind alle Schlangen, Kobras. Wir schauen uns jetzt hier direkt mal um. Good job. You want another one? I just cuddled you. Come here. Do you wanna? No? Ja? Spin around. Ready? So, ich gönne mir jetzt erstmal einen schönen Aussie-Burger. Ein kleiner Bisstest. Richtig gut. Richtig frisch.
Sehr nice. So, ich habe jetzt gerade gegessen, wie ihr gesehen habt, und bin jetzt hier, ja, eigentlich mit dem Park soweit durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen und wir hören uns dann wieder.